In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Motivationsmodell von Vroom bzw. der Erwartungsvalenztheorie und befassen uns somit insgesamt mit der Frage der Erklärung und Analyse individuellen Verhaltens aus motivationstheoretischer Perspektive in Organisationen. Motivationstheorien liegen heute in einer fast unüberschaubaren Vielzahl vor und es bietet sich an, das Feld anhand der Unterscheidung zwischen Inhalts-, Kontext- und Prozesstheorien etwas zu strukturieren. Inhaltstheorien, wie zum Beispiel die Bedürfnishierarchie von Maslow, fokussieren, wie der Name bereits sagt, auf den Motivationsinhalt und versuchen eine Antwort darauf zu geben, welche konkreten Bedürfnisse Individuen motivieren. Kontexttheorien untersuchen den Zusammenhang zwischen organisationalen Faktoren und individuellem Verhalten, wie etwa das Job Characteristics Model von Heckman und Oldham, und fragen danach, wie sich bestimmte Kontextfaktoren, zum Beispiel Handlungsautonomie, auf die individuelle Motivation auswirken. Prozesstheorien schließlich rücken die Frage in den Mittelpunkt, wie und warum Individuen in Organisationen spezifische Verhaltensweisen zeigen oder auch nicht zeigen. Das Motivationsmodell von Vroom ist in diese letzte Kategorie einzuordnen und stellt somit eine Prozesstheorie dar. Da dieser Prozess im Wesentlichen ein kognitiver ist, das heißt, es geht darum, wie Individuen bestimmte Situationen kognitiv verarbeiten, stellt dieser Ansatz zugleich eine Kognitionstheorie dar. Vroom möchte mit seinem Modell erklären, wie Individuen zu bestimmten Verhaltensweisen und Handlungen kommen. Dazu konzeptionalisiert er erstens das Individuum in einer Entscheidungssituation, in der es mehrere, mindestens aber zwei unterschiedliche Handlungsalternativen gibt, die zweitens zu unterschiedlichen Handlungsergebnissen führen, welche drittens in unterschiedlicher Weise mit den individuellen Bedürfnissen und Zielen verbunden sein können. Insofern enthält das Modell zunächst einmal drei zu unterscheidende Ebenen, nämlich erstens das Individuum mit unterschiedlichen Handlungsoptionen, zweitens die Ebene der jeweils daraus resultierenden Handlungsergebnisse, die Vroom Ergebnisse erster Stufe nennt und die wir hier als Organisationsziele begreifen, und drittens die Ebene der individuellen Bedürfnisse und Ziele, die Vroom als Ergebnisse zweiter Stufe kennzeichnet. Aus der Sicht des Individuums sieht der kognitive Prozess, der dem Handeln vorausgeht, dann wie folgt aus. Wenn ich Handlung A ergreife, wird dies zu dem Ergebnis 1 führen und Ergebnis 1 ist entsprechend der Verbindung A, B und C mit meinen individuellen Zielen verbunden. Analoges gilt dann für Handlung B. Unter welchen Umständen entscheidet sich nun ein Individuum dafür, Handlungsalternative A oder Handlungsalternative B zu ergreifen? Um dies zu erklären, führt Vroom zwei zu unterscheidende Konzepte ein. Erstens die subjektive Wahrscheinlichkeit, die angibt, für wie wahrscheinlich ein Individuum es hält, dass bei Ergreifen von Handlungsalternative A auch wirklich das Ergebnis 1 auf erster Stufe, also das Organisationsziel, erreicht werden kann. Der Erwartungswert kann zwischen 0 und 1 liegen, das heißt, er kann als vollkommen unwahrscheinlich oder als vollkommen wahrscheinlich angenommen werden oder eben dazwischen rangieren. Das zweite Konzept ist die sogenannte Instrumentalität. Das heißt, wie sehr eignet sich das Ergebnis erster Stufe überhaupt, um die individuellen Ziele auf der zweiten Stufe zu erreichen. Die Instrumentalität kann folglich zwischen vollkommen geeignet und vollkommen ungeeignet liegen und kann somit Werte zwischen 1, das heißt vollkommen geeignet, und -1, vollkommen ungeeignet annehmen. Der Wert 0 drückt dann zum Beispiel eine neutrale Beziehung zwischen dem erreichten Ergebnis erster Stufe und einem Individualziel aus. Das heißt, dass das Ergebnis erster Stufe weder das Erreichen eines Individualziels ermöglicht, noch dass es dieses verhindert. Zudem geht Vroom davon aus, dass nicht alle Individualziele einem Individuum gleich wichtig sind.
sondern dass Individuen unterschiedliche Individualziele unterschiedlich bewerten. Dieser unterschiedliche Wert wird mit dem Begriff der Valenz erfasst. Das heißt, das Modell geht davon aus, dass jedes Individuum seine Individualziele mit entsprechenden Werten evaluiert, also praktisch eine kardinale Liste von Präferenzen aufstellt. Dementsprechend ergeben sich dann auch aus Sicht des Individuums Bewertungen für alle Ergebnisse erster Stufe. Denn bei gegebenen Valenzen für alle Individualziele und bei vorhandenen Einschätzungen über die jeweiligen Instrumentalitäten ergibt sich der Wert, den ein Individuum einem Organisationsziel zumisst, nun aus der Summe aller mit ihren jeweiligen Instrumentalitäten gewichteten Valenzen. Das mag sich auf den ersten Blick etwas kompliziert anhören, ist es aber nicht. Nehmen wir an, dass ein Individuum 3 unterschiedliche Individualziele hat. Etwa erstens Karriere zu machen, zweitens eine gute Work-Life-Balance zu erreichen und drittens eine interessante Tätigkeit auszuüben. Gehen wir dann davon aus, dass jedes dieser Ziele bewertet wird. Etwa Karriere mit dem Wert 5, Work-Life-Balance mit dem Wert 7 und interessante Tätigkeit mit dem Wert 10. Gehen wir zudem davon aus, dass das Individuum in einem Softwareunternehmen arbeiten würde und der Einfachheit halber über 2 Handlungsalternativen entscheiden könnte. A, ein komplett neues Produkt zu entwickeln oder B, das bestehende Produkt weiterzuentwickeln. Beide Organisationsziele werden vom Individuum in Bezug auf seine Individualziele wie folgt eingeschätzt. Ein neues Produkt zu entwickeln könnte sich sehr positiv auf die Karriere auswirken und stellt zugleich eine interessante Tätigkeit dar. Beides wird also mit 1 bewertet, wohingegen sich dieses Ziel als kaum mit einer guten Work-Life-Balance vereinbaren lassen dürfte, sodass dies mit minus 0,6 bewertet wird. Die zweite Handlungsalternative hingegen dürfte sich als nicht so geeignet für das Karriereziel erweisen und mit 0,1 bewertet werden und stellt zudem auch eher eine Routinetätigkeit dar, sodass hier die Instrumentalität in Bezug auf eine interessante Tätigkeit mit 0,2 bewertet wird, wohingegen es sich als voll kompatibel zur Work-Life-Balance erweisen dürfte, sodass die Instrumentalität hier mit 1 bewertet wird. Aus diesen vom Individuum so wahrgenommenen Bewertungen ergibt sich jetzt auch eine Bewertung für die beiden unterschiedlichen Organisationsziele, nämlich aus der Summe der jeweils mit der Instrumentalität gewichteten Individualziele. Das heißt, ein neues Produkt zu entwickeln erhält den Wert 1 mal 5 plus, Klammer auf, minus 0,6 mal 7, Klammer zu, plus 1 mal 10 macht insgesamt 10,8. Das alte Produkt weiterzuentwickeln hingegen 0,1 mal 5 plus 1 mal 7 plus 0,2 mal 10 macht insgesamt 9,5. Bedeutet dieses Ergebnis aber schon bereits, dass sich das Individuum nun für die Handlungsalternative neues Produkt entscheidet? Nein, denn dies hängt nicht nur von der Bewertung ab, wie sehr sich ein Ziel erster Stufe zur Erreichung der Individualziele eignet, sondern zweitens auch davon, wie sehr es das Individuum für wahrscheinlich hält, dieses Ziel erster Stufe auch zu erreichen, also von der subjektiven Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir hier beispielsweise an, das Individuum würde die eigenen Fähigkeiten so einschätzen, dass die Weiterentwicklung des Produktes als vollkommen wahrscheinlich angesehen wird, also mit 1 bewertet wird, wohingegen die Entwicklung eines neuen Produktes nur mit 0,6 eingeschätzt würde, ergibt sich folgendes Bild. Der Wert für Handlungsalternative neues Produkt ergibt sich dann aus der Multiplikation der subjektiven Wahrscheinlichkeit mit der Bewertung des Ziels erster Stufe. Also 0,6 mal 10,8 ist im Ergebnis 6,48. Wohingegen die Handlungsalternative altes Produkt weiterentwickeln mit 1 mal 0,5 gleich 9,5 bewertet wird. Fromm geht davon aus, dass sich das Individuum für die Handlungsalternative mit der höchsten Force to Act entscheidet und dementsprechend Handlungsalternative B wählen würde. Anhand dieses Beispiels lässt sich die zentrale Einsicht,
des Frommschen Modells plastisch erläutern, die darin liegt, dass es nicht nur auf die Geeignetheit der Organisationsziele für die Individualziele ankommt, sondern in ganz besonderem Maße auch auf die subjektive Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die Einschätzung, ob ein Individuum auch über das Können, die Ressourcen, Fähigkeiten und schließlich auch das Selbstvertrauen verfügt, eine bestimmte Handlungsalternative zu ergreifen und erfolgreich durchzuführen. Geht die subjektive Wahrscheinlichkeit gegen Null, so können Organisationsziele als noch so attraktiv wahrgenommen werden, Individuen werden dennoch alternative Handlungsmöglichkeiten ergreifen. Auch wenn das Modell von Vroom berechtigterweise vielfach kritisiert wurde, in erster Linie, weil es evidentermaßen viel zu rationalistisch ist und zudem nur Handlungsabsichten, aber nicht tatsächliche Handlungen modelliert, stellt jedoch die Unterscheidung zwischen subjektiver Wahrscheinlichkeit und Instrumentalität und ihre prozessuale Verknüpfung eine bis heute in ihrem Wert kaum zu überschätzende Kenntnis dar, die zugleich hohe praktische Relevanz hat. So ist es sicherlich sehr viel einfacher, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen über Ziele zu sprechen, als darüber, ob sich die Mitarbeitenden auch zutrauen, die damit verbundenen Organisationsziele zu erreichen. Insofern gehört das Vroomsche Modell heute zum festen Bestandteil des relevanten Managementwissens. Mehr dazu und zu weiteren Motivationstheorien an anderer Stelle und in unseren Lehrbüchern.